Hallo, mein Name ist Sebastian. Ich habe ein Kreuz. Sancti, Amen. Die Dominanz einer Säge. 90,5 cm. Boah, mega geil. Komplett Schrott. Danke, Dewald, hast du gut gemacht. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Akku-Tischkreissägen. Nämlich heute der richtig große, komplette Vergleich mit allem drum und dran, kompakt in einem Video. Wir haben Metabo, Dewald, Milwaukee, Hikoki, Bosch und Einhell. Und zwar haben wir jeweils ein Video gemacht. Wir haben einmal diese drei Sägen miteinander verglichen, Akku-Tischkreissägen. Wir haben diese drei Sägen miteinander verglichen, aber es sind ja alles Akku-Tischkreissägen und vielleicht möchtest du wissen, von welchen in Summe, welches die beste Säge ist. Und wir haben sogar noch ein drittes Video gemacht, wo wir Absaugtests gemacht haben, wo wir Dauertests mit dem Akku gemacht haben und so weiter und so fort. Heute hier das Finale, nämlich die Zusammenfassung von allen. Wir werden heute nämlich Folgendes rausbekommen. Was ist die beste Akku-Tischkreissäge? Oder zumindest die beste nach Punkten. Los geht's! Also nochmal der Hinweis, wir haben ja schon 3 Videos gemacht, wir haben jeweils 3 Sägen miteinander verglichen, da haben wir Punkte vergeben und wir haben auch ein Testvideo gemacht, wo wir ja jede Menge von diesem Feenstaub der Handwerker gemacht haben, nämlich wir haben einen Absaugtest gemacht. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt alles zusammenwerfen, was ist denn jetzt eigentlich die beste Säge? Und das kriegen wir heute raus. Ich werde nämlich Folgendes machen, wieder Punkte vergeben. Und zwar nur der Beste bekommt einen Punkt oder gar keiner. Im Ausnahmefall vielleicht, wenn es 2 super gibt, dann auch mal 2. Aber ansonsten immer nur ein Punkt für den Besten. Und hier oben, da werden wir eine Tabelle machen. Dort werden wir entsprechend hinschreiben die Punkte und dann gehen wir einfach mal durch und mal gucken, wer gewinnt. Ich bin auch gespannt. Ganz kurz, bevor ich die Punkte vergebe, noch das Thema Daten und Datenblatt. Wir haben hier 6 Geräte, so viele Daten. Ich blende hier mal ganz kurz so hier die technischen Daten ein. Ich glaube, es passt sogar nicht auf eine Seite. Egal, denn wenn du willst, schau dir einfach die technischen Daten bei uns in der Datenbank an, ergo in der Werkzeugvergleichsseite. Ich verlinke dir mal eine Seite, wo alle diese Daten auf einer Seite sind, auch wie ist das Aufsaugergebnis, wie ist die Staubentwicklung, wie ist was auch immer, wie viele Schnitte haben wir geschafft. Alles auf einer Seite. Ja? Wenn du das dir anschauen willst, hier oben ist der Werkzeugvergleich verlinkt, unten in der Videobeschreibung auch. Und ansonsten gehst du einfach auf gotools.de, da gibt es eine Rubrik, der Werkzeugvergleich, und da hast du alle Daten. Und der Vorteil ist für uns und für dich, du kannst Folgendes machen, geh einfach auf die Seite. Und da kannst du einfach mal abstimmen, wer ist dein Liebling. Und aus allen zusammen, steht auch auf der Seite das Ergebnis, was ist denn von euch allen in Summe, das ist eure Meinung nach die beste Säge. Fangen wir mal mit dem Thema Preis an. Beim Thema Preis ist es so, wir haben hier Einhell mit 220 € und wir gehen hier hoch bei den anderen Geräten so langsam bis in die Richtung 600 €. Alles solo und dementsprechend ist ganz klar, natürlich Preis-Leistungssieger ist Preissieger. Preis-Leistung, das sehen wir nachher nochmal, aber Preissieger ist ganz klar Einhell mit 200 €, dementsprechend erster Punkt. Nächstes Thema, Größe des Tisches. Denn ein schöner, großer Tisch kann eine ganze Menge entscheiden. Nämlich kannst du auch viel angenehmer drauf arbeiten. Hier haben wir unser quasi Negativbeispiel. Einer der kleinsten Tische hier im Test ist Milwaukee. Hier seht ihr das ja auch, das ist echt nicht groß. Aber den größten Tisch, den hat Metabo. Und hier will ich mit einem kleinen Abstand vor Hikoki, größter Tisch. Ansonsten kommt dann Hikoki und dann kommt ganz lange nichts. Aber hier Punkt für Metabo. Aber kommen wir zur Güte des Tisches. Denn wenn der Tisch hier an sich nicht gut ist, dann hast du keinen Spaß. Nämlich könnte durchhängen, kann schief sein, kann krumm sein, kann so ein bisschen spittelig sein, oder viel zu dünn und dann vibrieren und so weiter und so fort. Hier ist es so, dass Metabo einen sehr guten Tisch hat, Dewald hat einen sehr guten Tisch, auch hier Milwaukee hat einen sehr guten Tisch. Der von Hikoki hatte ein kleines Problem, der war nicht absolut plan und auch von Bosch, der Tisch war sehr gut. Einhell war ein bisschen dünn, aber auch halbwegs okay. Sodass ich hier eigentlich gar keinen Punkt geben kann, weil es sind so viele, die einen guten Tisch haben und so sehr unterscheiden sie sich auch nicht. Insofern kein Punkt für niemanden. Hallo Freunde, ich habe hier einen Winkelanschlag und zwar den Winkelanschlag von Metabo. Stellvertretend für alle anderen, nämlich für eine Zweiklassengesellschaft, nehme ich hier den Dewald. Und zwar alle anderen außer Dewald haben genauso einen Winkelanschlag und der ist komplett Schrott. Willst du nicht haben? Kompletter Müll. Der von Metabo ist von allen noch der beste, auch wenn nicht richtig gut ist. Aber hier kannst du zumindest, ist er schön massiv, alles aus Metall. Du kannst hier noch entsprechend nachjustieren, dass er nicht so sehr wackelt. Insofern, wenn es denn einer sein soll, dann der hier.
Punkt für Metabo. Nächster Punkt, das Thema, wie breit darf eigentlich dein Werkstück sein, was du maximal hier am Parallelanschlag entsprechend benutzen kannst. Ja? Weil wenn der zum Beispiel hier nur dein Parallelanschlag wäre, dann wären die paar Zentimeter hier die maximale Nutzbreite deiner Säge. Und hier sehen wir die Dominanz einer Säge. Nämlich wird hier so ein bisschen Bosch gerade dominiert. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich so, dass wir hier mit Abstand das größte Ergebnis haben, oder das breiteste Ergebnis nämlich haben. Und wir haben hier 90,5 Zentimeter. Ja, also ihr könnt hier 90,5 cm das Ganze nach außen bringen und hier 90,5 cm große Stücke sägen. Wow, das ist der Hammer. Nur zur Einordnung, wie groß das wirklich ist. Hier bei Dewald und bei Milwaukee schaffen wir so um die 50 cm, bei den anderen teilweise noch viel weniger. Also insofern ist 90 wirklich der Hammer. Die Frage ist übrigens nicht nur, wie weit geht der Tisch denn zur Seite? Denn ja, wir haben hier bei Hikoki 90 cm, bei Dewald weniger, aber bei Dewald haben wir einen riesigen Vorteil. Nämlich, wie plan ist das Ganze denn? Denn wenn wir jetzt zum Beispiel hier 1 Meter das Ganze rausschieben, das aber ewig nach unten hängt, dann macht das ja auch keinen Sinn, weil dann kannst du keinen geraden Schnitt mehr machen. Ja? Bei Hikoki ist es gut, bei Dewald ist es aber noch besser. Hier ist es wirklich 100% plan, mega Ergebnis, damit kann man wunderbar sauber arbeiten. Kommen wir zum Thema Sägeblattabdeckung. Und zwar nur die Sägeblattabdeckung, ergo dieses Teil hier. Ja? Wie gut ist das denn eigentlich? Denn die Sägeblattabdeckung ist für euch ein extrem wichtiges Teil, denn es schützt euch vor Unfällen. Ja? Ergo einfach so reinzukommen oder dass ihr in die Nähe des Sägeblattes kommt. Und dafür ist es wichtig, dass ihr zum Beispiel hier so wie bei Bosch ein geteiltes Sägeblatt oder eine geteilte Sägeblattabdeckung habt oder ein anderes System. Ergo, wenn das Blatt nach oben gezogen wird und dann zur Seite gestellt, dann verstellen die sich auch unterschiedlich voneinander, ja? Und sind immer dafür da, um das Blatt entsprechend gut abzudecken. Ich bin der Meinung, die Sägeblattabdeckung zum Beispiel hier von Bosch ist richtig gut, muss man sagen. Auch die von Hikoki ist richtig gut. Die hat nämlich also um 0,1% nicht gewonnen, obwohl sie eine tolle Funktion hat, nämlich ich kann einfach das hier nach vorne schieben, abnehmen und dann wieder rein tun. Relativ einfach hier rein. Also, ja, ich kriege das hin. Vielleicht. Also vorhin ging das noch. Wartet mal, Freunde. Jetzt kommt hier der Sebastian und zeigt euch, dass das doch gar nicht so leicht ist. Das nervt. Nochmal. Das ist nämlich echt gar nicht so schlecht gelöst, hier mit dem nach vorne schieben. Und ihr habt eine getrennte Abdeckung. Ja, kann man eigentlich nicht sagen. Aber das muss doch jetzt hier mal festgehen. So, nämlich genau so. So und... Warum geht das nicht wieder fest? Ah! Ja, Sebastian, wenn man es an die richtige Stelle macht. Okay, das ist richtig gut. Auch von Milwaukee ist das Ganze richtig gut. Ich würde hier aber den Punkt an Dewald geben, weil Dewald hier noch eine zweite Absaugung dran hat. Hier das Ganze, man das auch oben feststellen kann. Das ist mir persönlich sehr wichtig, um bei bestimmten Schnitten das doch mal hochzustellen. Ja, und es ist zweigeteilt. Insofern Punkt für Dewald, aber sehr knapp. Alle anderen machen es auch richtig gut. Musst du für dich dann auch werten. Ihr alle kennt das Thema Spaltkeil. Ab und zu muss man ihn dann doch mal abbauen. Das heißt ergo, manchmal ist es so, dass hier die Absaugung bzw. hier oben der Schutz in dem Fall wirklich weg muss, weil ihr zum Beispiel eine Nut schneiden wollt oder ähnliches. Dann muss das Ganze hier ab. Dazu müsst ihr den Spaltkeil aber auch tiefer setzen oder einen anderen Spaltkeil einbauen. Und die Frage ist, wie lange dauert denn das? Weil wenn es zu lange dauert, dann ist es so, dass bei euch dann doch zur Not dann wieder der einfache Spaltkeil ohne Schutz dann drauf ist. Das Mist, macht das nicht. Aber wir haben getestet, wie lange dauert denn der Spaltkeilwechsel. Und hier ist es so, dass hier ganz klar 2 Sägen vorne sind. Und deswegen geben wir heute auch mal 2 Punkte für das, weil die beide es vorbildlich gelöst haben. Hier bei Milwaukee habe ich einen Haken oder einen Hebel, da kann ich dran ziehen und schon ist der Spaltkeil lose. Oder ich kann das Ganze einfach wieder einsetzen. Hier bei Dewald ist es so, ich habe hier ein kleines Drehrad, das kann ich leicht lösen, dran ziehen und auch dann kann es hier entsprechend ganz einfach hier hochziehen. Ja? Hier und schon ist es raus. Also es ist bei beiden super simpel, super einfach, fast so gut wie bei der DWE 7492.
aber auch nur fast so, deswegen beide einen Punkt. Nächster Punkt, Rückschlagstopp. Das heißt, so eine Säge dreht ja in diese Richtung, nämlich in eure Richtung. Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich, weil die meisten Sägen eigentlich in eine andere Richtung drehen. Hier ist es aber so, du stehst vor der Säge, das Sägeblatt dreht in deine Richtung und kann dementsprechend auch das Werkstück in deine Richtung wieder zurückschieben, ja? Beziehungsweise sogar mit richtig Wucht auf euch schießen quasi. Dafür gibt es einen Rückschlagstopp. Und hier bei Milwaukee haben wir den, und zwar ist es so, wir haben hier etwas, was hochgeklappt wird. Das klappt hoch. Wir nehmen jetzt ein Stück Holz. Moment, ich zeige euch das mal. Hier habe ich jetzt mal ein Stück Holz. Ich zeige euch das mal. Das heißt, das Holz wird hier gesägt. Und jetzt gibt es einen Rückschlag. Ja. Das hält fest. Dafür ist der Rückschlagstopp da. In dem Moment werden hier natürlich Abdrücke erzeugt, wenn der Rückschlag passiert. Aber das ist euch egal, weil dann werdet ihr höchstens nicht verletzt. Dafür ist das völlig okay, beziehungsweise auch beim normalen Durchschieben entstehen natürlich keine Spuren. Eine richtig tolle Sache, finde es gut, dass das dran ist. Ich glaube, viele von euch werden das einfach abmachen. Ich würde es auf jeden Fall dran lassen, wenn meine Säge das hätte. Meine Säge hat das aber nicht, weil ich nicht mit der Milwaukee arbeite. Aber Milwaukee hat das und hier auch. Die Hikoki hat das auch, ja, etwas größerer Form, hier auch dran. Insofern würde ich aber einfach mal sagen, ausnahmsweise bekommen wirklich beide einen Punkt, weil es ein wirklich tolles Feature ist. Kommen wir zum Thema Sägeblatt. Da gibt es nämlich genau gar keinen Punkt, weil alle haben ein gutes Sägeblatt, mit dem man erstmal sägen kann. Die Güte kann ich nicht entscheiden, beziehungsweise noch nicht beurteilen. Dazu müsste ich wesentlich mehr sägen. Bleibt so. Aber warum habe ich hier eine Wasserwaage in der Hand? Und zwar wegen dem Thema Tischverlängerung. Nur 2 Sägen haben eine Tischverlängerung. Eine davon ist Hikoki. Aber schauen wir mal, schaut mal hier vorne drauf. Ja, ich lege es hinten auf die Tischverlängerung. Ja, es ist so, dass wir hier entsprechend die Tischverlängerung nach hinten abfällt und ich meine, besser als wenn sie nach oben gehen würde, ja, haben wir hier ein Problem, dass das Material erstmal nach hinten wegfällt. Das ist irgendwie nicht so schön. Hier bei Metabo haben wir den zweiten Punkt, nämlich die Tischverlängerung ist viel länger, bedeutend länger als bei Hikoki. Und ja, es ist plan. Das ist hier, seht ihr, da ist nichts, was groß wackeln kann. Plan läuft. Punkt für Metabo. Kommen wir zum Thema Parallelenschlag. Gibt es 2 verschiedene Systeme. Eines, was auch Bosch verwendet, und das ist hier vorne eingeklemmt. Hier vorne führst du das Ganze, hier hinten wird es irgendwie so mit festgemacht und das funktioniert auch im Großen und Ganzen. Ist okay, aber ist nicht so gut wie das Zahnstangensystem, was hier entsprechend auch Hikoki benutzt. Ja? Hat natürlich auch verschiedene Vorteile, dass man das hier rausziehen kann und hier auch viel breiteren Tisch damit machen kann und so weiter und so fort. Übrigens, falls ihr das noch nicht kennt, ja, das hier hat ja Hikoki, hat Milwaukee und Dewalt ja gemein, dieses Zahnstangensystem. Und dass du hier entsprechend hier deinen Parallelanschlag hast und der ist immer parallel, weil du hier das gesamte Gebilde, sag ich jetzt mal, raus und reinschiebst und da an der Parallelität gar nichts tun kannst. Ja? Sondern das ist immer so, es ist immer parallel und du hast hier wunderbar die Möglichkeit, hier deine Ablage noch zu haben und deswegen kannst du so breit raus tun und übrigens auch eine Ebene höher. Dann hast du hier schon die schmalere Ablage, die du hier bei Bosch, wie wir hier gesehen haben, die wir hier noch extra ranbauen müssen. Ja? Wenn wir hier mal zwischen hoch und tief arbeiten müssen, müssen wir es jedes Mal abschrauben, ranschrauben, abschrauben, ranschrauben. Haben wir hier nicht. Aber trotzdem ist es so, dass der Anschlag, den wir hier haben bei Hikoki, der ist okay, aber im Verhältnis zu Milwaukee, ja, der Milwaukee-Anschlag ist viel robuster, man merkt die Hochwertigkeit, man merkt an jeder Stelle kein Grad, kein nichts, kein Geist, spielt nicht, ist perfekt. Und Dewalt macht es noch etwas besser, weil hier das wirklich ein Grad an Perfektion ist, der ist hier bei allen Sägen hier unübertroffen. Ansonsten ist der Milwaukee auch sehr gut, aber bei Milwaukee sind hier die Teile hier unten, zum Beispiel aus Kunststoff. Das hier ist ein Kunststoffzahnrad und das wird sich natürlich mit der Zeit abnutzen. Hier vorne sieht man das, glaube ich, hier irgendwo. Das hier ist Vollmetall und wird sich dann etwas weniger schnell abnutzen. Ja? Was heißt denn schnell? In dem Sinne wird es bei allen richtig lange dauern, ihr könnt es ewig benutzen, aber den absolut besten Parallelenschlag hat einfach die Dewalt. Verstellung, Benutzung, Qualität, Güte. Check. Kommen wir zum Thema Schnellstopp und welches Sägeblatt hier stoppt dann entsprechend am schnellsten. Denn du möchtest ja nicht, wenn du ausmachst, es noch ewig nachläuft. Und hier ist es so, dass Dewalt sehr schnell stoppt, Milwaukee auch sehr schnell stoppt, aber mit einem kleinen Hauch vorher stoppt dann Bosch. Bei Bosch ist es so, dass das Sägeblatt am schnellsten anhält. Das ist natürlich auch eine Sicherheitsfunktion, wobei die C3 kaum was nehmen, aber sei es drum, hier bekommt Bosch trotzdem den Punkt. Noch ein Hinweis, das Thema
ich nenne es mal Rundlauf. Wir hatten bei Bosch ja mal ein Problem, dass die Säge beim Anlaufen etwas unruhig läuft. Ja, gerade diese Generation, beziehungsweise diese Säge hier ist nicht Akku-Version. Und hier war es so, dass sich Kunden beschwert haben, dass in den ersten 1, 2, 3 Sekunden, wenn die Säge anfängt zu laufen, das nicht perfekt gerade läuft. Ja? Dementsprechend haben wir uns alle Sägen nochmal angeguckt. Rundlauf ist bei allen super, auch bei der Bosch. Insofern, da gibt es keinen Punkt, aber einen Punkt für den Schnellstopp einmal hier. Kommen wir zum Thema Akkusystem. Wer hat dann das harmonischste und beste Akkusystem hier von allen? Und das ist wirklich schwer. Bei Metabo brauchen wir 2 Akkus, aber dafür 18 Volt. Aber wir brauchen 2 Akkus. Das ist eigentlich so ein bisschen meh. Bei Dewalt haben wir einen 54 Volt Akku. Das ist nicht der Standard, den du sicherlich benutzen wirst. Du wirst ja in der Regel eher den 18 Volt haben. Also brauchst du hier wieder einen anderen Akku. Dann hast du hier Milwaukee mit einem 8er, mit dem 8 Ampere 18 Volt, den wir benutzt haben. Also ein 18 Volt Akku. Kannst du einfach reinstecken, jeden 18 Volt. Das ist schon ganz cool. Ja? Kannst du hier benutzen. Fein. Hier hast du ein 36 und 18 Volt, so Kombi-Ding. Ist eigentlich ganz okay. Hier bei Bosch hast du einen einzelnen 18 Volt und kannst damit arbeiten. Das ist schon ganz cool. Und hier bei Einhell brauchst du wieder 2 18 Volt. Das ist also eigentlich ein 36 Volt Gerät, wie bei Hikoki. So, und jetzt die Frage, wer hat denn das beste Akkusystem? Das ist nicht so simpel. Denn wir haben ja auch getestet, wie effizient sägen die Sägen eigentlich. Deswegen blende ich hier nochmal ganz kurz das Ergebnis ein, der Effizienz, nämlich wie viel Wattstunden brauche ich denn pro Schnitt. Hier war es so, dass zwar Einhell zum Beispiel mit auf einer guten Reise war, wie auch alle anderen, wie auch einige anderen, aber in Summe war die Effizienz der Geräte eigentlich immer gleich gut. Nämlich man braucht etwa zwischen 8 und 9 Wattstunden pro Schnitt. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass wir hier bei hier bei Hikoki hatten wir das Problem, der Akku ist überhitzt beim Sägen und wir konnten nicht weiterschneiden. Deswegen kriegt Hikoki auf jeden Fall keinen Punkt. Und hier würde ich sagen, hier solltet ihr einen Punkt vergeben. Nämlich, welches Akkusystem ist euch am liebsten? Denn wir können ja, je nachdem, was wir benutzen, auch relativ viel schneiden. Ja? Wir haben hier Folgendes rausbekommen, und zwar mit diesen 2 Akkus schaffen wir hier 35 Schnitte in 4 cm, also 35 Meter in 4 cm hohe weichem Holz. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Hier haben wir zum Beispiel nur 12 Schnitte geschafft, aber haben auch nur 102 Wattstunden hier entsprechend benutzt. Also das müsst ihr für euch entscheiden. Schreibt auch gerne mal unten in die Kommentare, wo seid ihr der Meinung, was ist das beste Akkusystem für so eine Tischkreissäge? Weil 54 Volt übrigens auch ein Vorteil. Ja? Weil mit 54 Volt habt ihr natürlich richtig einen Punch hier und das merkt man bei der Säge auch. Die hat ein super flüssiges Sägeergebnis. Kommen wir zum Thema Schnitthöhe. Das heißt, wie hoch kann man denn hier entsprechend schneiden? Ergo, wie weit schaut das Sägeblatt raus und wie hoch ist der maximale Schnitt, den ich tun kann? Und hier ist es so, dass ich der Meinung bin, sowas wie hier, 88 mm brauchst du eigentlich gar nicht. Ja? Wir haben 88 mm in der Schnitthöhe. Einer Tischkreissäge macht das wirklich Sinn? Eigentlich nicht wirklich, weil mehr als 4, 5 cm sägst du eigentlich nie. Vielleicht haben wir noch mal 6, aber das können eigentlich alle. Insofern ist es so, dass die Metabo hier mit 88 am meisten hat. Hikoki schafft übrigens 85 und dann ist erstmal ganz lange nichts bei allen anderen. Aber trotzdem, Punkt für Metabo, ist halt so. Wir haben ja hier eine Akku-Tischkreissäge. Dementsprechend ist es so, dass sie wahrscheinlich nicht stationär stehen wird, sondern sie wird ja hin und her getragen. Weil eigentlich sind diese Sägen dafür gemacht, um auf eine Baustelle zu gehen, wo du keinen Strom hast. Ansonsten macht es ja gar keinen Sinn. Sonst kannst du ja auch das Gerät mit Kabel nehmen. Ja? Oder du willst Flexibilität haben oder. Sei es drum. Auf jeden Fall ist es eigentlich dafür gedacht, hier die auch rumzutragen. Und natürlich ist hier eine Frage, wenn du bei Hikoki bist, 30 Kilo, die du rumtragen musst, muss man auch wirklich wollen. Hier bei anderen Geräten haben wir so zum Beispiel so um die 20 Kilo oder bei Metabo sogar 33 Kilo. Aber das leichteste Gerät ist das Gerät von Einhell. Wir haben hier ein Gewicht von etwas über 13 Kilo. Das kannst du schon relativ easy mal irgendwo hin und her tragen. Aber das niedrige Gewicht macht sich auch bemerkbar, denn beim Schnitt, beim reinen Schnittgefühl ist es so, dass die Säge dadurch, dass sie so leicht ist, auch total schnell verrückt macht und tut und auch leicht unruhig wirkt. Nicht vom Blatt her, sondern von der ganzen Säge, weil sie einfach nur nicht so satt steht.
aber trotzdem Punkt für niedrigstes Gewicht. Eine wichtige Frage ist, wie gut kann man das Ganze hier verstellen? Ja, das heißt die Winkelverstellung, ergo erstmal wie gut kann man es lösen, hier runter und dann wie kann man das jetzt zur Seite bringen. Und ihr seht hier, ich kann das nicht drücken, sondern ich kann es hier wunderbar drehen. Einfach hier dran drehen, 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 drehen und dann wieder ganz leicht festziehen. Ja, und dann kann ich hier auch wunderschön das runter auch entsprechend wieder hochstellen. Mega gut gelöst. Ähnlich gut gelöst ist es hier bei Hikoki. Einfach runter und dann auch hier kann ich es verstellen. Wieder nach oben und dann hoch und runter stellen. Am besten gelöst von allen Sägen ist aber bei Metabo. Und ich muss sagen, auch bei Dewalt, Milwaukee, Bosch und so weiter, das ist alles gut. Es ist eigentlich überhaupt nirgendwo ein Problem. Schaut euch gerne dazu, wenn ihr es für euch einschätzen wollt, nochmal in den anderen Videos ein. Aber die für mich, finde ich, intuitivste, leichteste, schönste Bedienung hat einfach die Metabo. Wenn wir uns jetzt die Sägen von unten anschauen, also würde ich mal in den Maschinenraum reinschauen, dann ist es so, dass wir dort natürlich bei der einen oder anderen Säge relativ viel nix sehen, aber vor allem sehen wir da auch viel Kunststoff, viel offene Kabel, viel Zeug. Ja? Die beste Verarbeitung, wenn man von unten drauf schaut, inklusive zum Beispiel, dass die Höhenverstellung komplett aus Metall ist oder, hat auf jeden Fall Dewalt, deswegen bekommt Dewalt auf jeden Fall hier den Punkt. Ist mega solide verarbeitet, mega hochwertig, mega ja auch, wo man sagt, boah, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Ja? Und so haben die Säge ausgestattet und natürlich macht es jetzt auch einen Preis bemerkbar. Wir haben ja einen Preis von 600 €, aber im Vergleich zu anderen Sägen noch mal ein Stück besser ausgearbeitet. Danke Dewalt, hast du gut gemacht. Nächstes Thema, Wartbarkeit der Absauganlage. Eine Kleinigkeit, aber dann doch irgendwie nicht. Es ist total ätzend, wenn die Absaugung hier bei den Dingern verstopft ist. Und hier ist es so, dass bei allen anderen Sägen, außer bei Bosch, muss man jeweils Schrauben machen und tun, wenn unten bei der Absaugung, da wo der tiefste Punkt ist, gröbere Späne reinkommen, kann das da durchaus verstopfen. Bei Bosch ist es so, 2 Haken lösen, raus, dann fällt alles raus, du kannst es rausnehmen und kannst sofort weiterarbeiten. Bei allen anderen musst du Schrauben nehmen, rausschrauben, ranmachen und tun. Das ist einfach bei Bosch am besten gelöst, deswegen klarer Punkt für Bosch. Kommen wir zu einem Sonderpunkt und zwar zum Thema Standfuß und Mobilität. Bei allen anderen Sägen ist es so, du bekommst einfach nur die pure Säge. So wie hier bei Dewalt, hast die Säge feuerfrei, hast aber keine Möglichkeit dass sie irgendwo drauf steht. Hier bei dieser Säge von Metabo bekommst du zum Preis von 600 € gleich einen Standfuß mit dazu. Das heißt, das, was ihr hier seht, ja, das ganze Teil hier, das hier ist alles mit dabei. Zusätzlich ist es so, dass ihr einfach diese beiden Füße hier einklappen könnt und dann könnt ihr sie wie eine Schubkarre vor euch herschieben. Das heißt, sie ist auch entsprechend mobil. Das macht auch das Gewicht ein bisschen wieder wett, denn wir haben hier 33 Kilo Gewicht, aber dafür eine super hohe, also Mann. Jetzt ist schon ein bisschen spät hier heute. Deswegen auch eine super hohe Mobilität und natürlich auch die Möglichkeit, gleich mit dem Standfuß das Ganze zu versehen. Ergo, ihr habt gleich etwas, wo ihr dran arbeiten könnt. Und auch die Höhe, ja, ist ganz okay. Hier kann man gut dran arbeiten. Ja, finde ich super. Ganz klarer Punkt für Metabo. Kommen wir zum letzten Punkt, das Thema Staub, beziehungsweise wie viel Staub ist am Ende dann dabei rumgekommen. Und hier ist es so, wir haben ja ein Video gemacht, da habe ich das hoch und breit erklärt. Das verlinke ich dir nochmal hier oben von allen Sägen, wie viel Staub und wie viel Staub nicht und so weiter und so fort. Und da war es so, dass zum Beispiel auch die Dewalt und die Metabo richtig gut abgeschnitten haben, aber die Metabo am besten. Ja? Die Dewalt war okay, auch die Bosch war zum Beispiel sehr gut, auch Einhell war gut, aber Metabo hatte am wenigsten Staub erzeugt, nämlich unwahrscheinlich wenig Staub pro Schnitt. Weil das hier sind 35 Schnitte, ja, die wir hier haben, wo wir den Staub hier gesammelt haben. Und das hier waren zum Beispiel nur 12 Schnitte. Das könnt ihr schon im Vergleich sehen. Das ist mehr, wenn wir das jetzt hochrechnen würden. Ja. Hier ganz klarer Punkt für Metabo. Und jetzt kommen wir zum Endergebnis. Kommen wir zum Thema Punkte. Und hier oben habt ihr schon langsam das Ergebnis entstehen sehen. Und für diejenigen, die das erste Video gesehen haben, wo hier Hikoki, Bosch und Einhell gegeneinander angetreten sind, werden gesehen haben, warum ist das Ergebnis jetzt so anders? Weil die Hikoki hat doch damals gewonnen. Ganz einfach, weil die meisten Hikoki-Punkte entsprechend hier zu den anderen Sägen gewandert sind. Weil wir haben jetzt ja alle Sägen miteinander verglichen. Ja? Deswegen hat Hikoki diesmal nicht so einen hohen Platz. Genauso wie jetzt hier Milwaukee, glaube ich, nur 2 Punkte bekommen hat, aber sie war einfach nur bei 2 Punkten am besten. Das heißt nicht, dass die anderen Punkte schlecht sind, sondern für mich persönlich, und jetzt machen wir es mal anders. Die Frage ist, welche dieser beiden Sägen ist am besten? Ja? Metabo
Metabo hat 7 Punkte, Dewald hat 5 Punkte. Ist die Metabo jetzt besser? Das musst du für dich entscheiden, weil die Metabo hat folgenden Vorteil. Sie ist mobil, sie hat hat einen Gestellschmidt dabei, sie kann am höchsten sägen, ja, und er hat den größten Tisch. Das sind so die Punkte, die für diese Säge stehen. Ja. Das heißt, wir haben hier die höchste Möglichkeit zu sägen. Bei Dewald ist es aber so, dass wir hier auf jeden Fall folgendes Thema haben. Wir haben den besten Parallelanschlag und auch viele andere Dinge sind hier einfach besser als auch bei dieser Säge. Das heißt, du musst für dich entscheiden, möchtest du lieber eine Säge haben mit dem perfekten Parallelanschlag und vielen anderen Dingen, die hier richtig gut sind, oder willst du die Metabo haben, die sehr mobil ist? Ja, das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Und jetzt lass uns noch mal kurz gucken, was ist denn das Gesamtranking? Und die Sägen stehen nicht ohne Grund so, fast ohne Grund nicht so, wie sie stehen. Weil eigentlich kann man ganz klar sagen, letzter Platz ist Einhell, ja, wenn man das so sieht. Dann haben wir Bosch Hikoki, so etwa in derselben Richtung. Ja, verschiedene Vor- und Nachteile. Wenn ihr das nochmal wissen wollt, hier oben habe ich euch das Video verlinkt. Und dann haben wir als sehr, sehr gute Säge hier die Milwaukee, die richtig Spaß macht, muss man sagen. Nur eben bei vielen Kleinigkeiten eben ein Müh schlechter ist als die Dewald, aber trotzdem super Säge ist. Deswegen sind die Punkte hier oben waren ja immer nur für die beste, ja, also für wer ist bei dem Thema der Beste. Dann haben wir Dewald als Mega-Säge und auch Metabo als echt gute Akku-Tischkreissäge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, jetzt das absolute Finale hat euch gefallen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Wenn ihr abstimmen wollt, was ist die beste Säge, geht auf der Werkzeugvergleich auf gotos.de und da könnt ihr schön abstimmen. Und dann bin ich gespannt, was ihr sagt, was eure Meinung ist, was über alle Sägen denn nun die beste ist. Hui, das war eine lange Serie, eine lange Reihe. Hier hat jetzt endlich ein Ende für euch. Ran ans Werkzeug, bis zum nächsten Mal. Und ich verpacke jetzt die Sägen erstmal wieder.